Hey, es freut mich sehr, dass ihr mit dabei seid heute. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir Gottes Wort zusammen öffnen können oder mindestens auf unsere App oder irgendwas Ähnliches schauen können und zusammen lesen können, herausfinden können, was darin ist. Weil wie die Bibel verspricht, das Wort Gottes ist lebendig, es ist übernatürlich und es hat eine Kraft drin, das nichts anderes hat. Und es hat Kraft, unser Leben zu verändern. Und so, mit offenen Ohren und Herzen, lass uns jetzt zu dem Wort Gottes kommen. Wie wir letzte Woche gesagt haben, während dieses Monats als eine weltweite Netzwerk von Kirchen, bringen wir unser Fokus zurück auf das Thema, was auf Englisch genannt wird, Soul Purpose. Und Soul Purpose ist unser wichtigster Zweck. Worum geht's eigentlich? Was ist wirklich hier wichtig im Leben? Und wir entdecken zusammen, dass dieses Zweck geht um irgendwas, heißt Jüngerschaft. Und wir hätten unsere Netzwerkkonferenz haben sollen vor 2 Wochen oder so, wo wir alle zusammenkommen, einmal pro Jahr in einem Ort, aber wir konnten das nicht dieses Jahr machen. So, wir machen alles online. Und ich ermutige euch, zum www.searchconference.com zu gehen oder auf Social Media zu gehen und da alle das Content und Input und Lehre zu finden während des Monats von Juli, weil alles geht um dieses Thema und es bringt alles wieder im Fokus. Und letzte Woche, was wir gesagt haben, ist, dieses Zweck Jüngerschaft ist wirklich am wichtigsten. Warum? Weil Jesus uns gesagt hat, in Matthäus 28, 19 bis 20 folgendes. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. So, hier ist unsere große Aufgabe von Jesus. Hey, helfe Leute, mich zu kennenlernen und mir nachzufolgen. Das ist, worum Leben geht. Für Menschen Jesus kennenzulernen und für die Menschen dann ihm nachzufolgen. Und wenn wir ihn schon kennen und ihm schon nachfolgen, wir sollten anderen helfen, genau das zu tun auch. So, wenn du fragst heute, worum geht mein Leben, wofür soll ich leben, was ist Gottes Bestimmung für mein Leben, hier ist es wieder im Fokus für uns alle. Die große Frage ist, machen wir das? Gibt es irgendwie in meinem Leben Raum und Platz, um anderen Leuten zu helfen, Jesus kennenzulernen und ihm nachzufolgen? Und wir haben letzte Woche gesagt, alle von uns haben busy Leben. Wir sind sehr beschäftigt mit vielen Sachen. Aber jemand hat einmal gesagt, wenn irgendwas wichtig ist und uns wichtig ist, wir finden einen Weg. Wenn es uns nicht wichtig ist, wir finden eine Ausrede. Wir finden immer einen Weg, immer Zeit, immer Raum, immer Platz für die Sachen, die uns wirklich wichtig sind. Und jemand hat einmal gesagt, wenn wir sehen wollen, was uns wirklich wichtig eigentlich ist, schauen wir 2 Dinge an. Erstens unser Bankkonto und zweitens unser Kalender. Weil wir verwenden immer Geld für Sachen, die uns wichtig sind und wir verwenden immer unsere Zeit für die Sachen, die uns wichtig sind. Wir finden immer Zeit und Geld für die Sachen, die uns wichtig sind. Und so, hier ist ein Checkpunkt für uns, alle für uns zu stoppen. Jesus hat gesagt, hier ist der Zweck unseres Lebens. Tue ich das? Mache ich genau das? Oder brauche ich jetzt eine Änderung in meinem Leben? In Philipper 2, 3 bis 4, wir haben gesehen, es sagt hier, seid nicht selbstsüchtig. Strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur
an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. So, es ist nicht entweder oder, sondern beides zusammen. Und so, ich ermutige uns alle, an anderen zu denken, wie ich letzte Woche gesagt habe, es gibt jemand, der dich braucht. Es gibt andere, die mich brauchen und alle von uns brauchen jemanden. So, manchmal mit solchen Begriffen wie Jüngerschaft und Jünger machen, sind wir ein bisschen überfordert, ist ein bisschen, wow. Und dann denken wir an die 12 Jünger in der Bibel und wir denken, oh, ich könnte sowas nie machen, oh, das klingt kompliziert oder bla bla bla. So, lass uns sehen auf dieser Reise, worauf wir gehen, ob die Bibel uns andere Aspekte gibt, die uns vielleicht hier helfen könnten, das im Griff zu bringen, so ein bisschen mehr in Zusammenhang unseres Lebens zu bringen. Wie könnte es aussehen? Ich würde euch sagen, es geht hauptsächlich um Freundschaft. Jetzt haben wir einen alltäglichen Begriff, womit wir hier arbeiten können. Warum sage ich das? Weil in Johannes Kapitel 15, 12 bis 16, hier ist, was wir finden. Jesus spricht und sagt, ich gebiete euch, einander genau zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde. Denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt und was immer ihr ihn in meinem Namen bittet. Jesus bringt das Thema hier auf Freundschaft. Ihr seid meine Freunde. Und er sagt ganz klar, die größte Liebe beweist er, der sein Leben für die Freunde hingibt. Das ist, wie wir eigentlich wirklich Liebe zeigen. Ich gebe mein Leben weg für andere. So die Frage für dich und für mich, wenn es um Jüngerschaft geht, ist, kannst du ein guter Freund für jemanden sein? Kannst du ein guter biblischer Freund zu jemanden sein? Und lass uns sehen hier, es gibt eine Reise in diesen Versen. Jesus spricht von Liebe und was wir gerade gelesen haben und dann sagt, ich nenne euch Freunde. Und dann er sagt in den letzten Vers, ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat. Hey, was wirklich von Wert ist, die Frucht deines Lebens sollte nicht dein Haus sein, sollte nicht dein Auto sein, sollte nicht deine Karriere sein, sollte die Frucht deines Lebens, was bleibt, was voller Bedeutung ist, was wirklich wichtig und voller Bedeutung ist, Leute, ist das Leben von anderen, die wir positiv beeinflusst und geholfen haben, auf ihrem Weg nach Jesus zu folgen. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren war ich in Flughafen Berlin. In Tengel, glaube ich es war. Und ich saß auf dem Boden, als ich und ein Kollege von mir, Ivan, wartete auf unser Flug nach Bulgarien. Und Ivan kommt aus Italien und vor vielen Jahren, Ivan hatte einen Traum von Gott.
Und in diesem Traum, Gott zeigte ihm Indien und er ist dahin gegangen und jetzt mache ich es sehr kurz, hat da ein Waisenhaus gegründet. Ivan war früher ein Restaurantmanager, auch ein Damenfriseur und auch ein Male Model eigentlich. Er hat vieles getan, aber bis jetzt in seinem Leben nie ein Waisenhaus gegründet und gebaut. Aber er war gehorsam zu Gott und ein paar Jahre später, da war ein Waisenhaus und durch dieses Haus konnte vielen Kindern geholfen werden. Und ein Kind, der zum Waisenhaus gekommen ist, hieß Solomon. Und jetzt war ich mit Ivan in dem Flughafen und Solomon hat ihm gesimst. Und hat gesagt, hey Dad, er nennt ihn Dad, ich wollte dir nur bedanken für alles, was du für mich getan hast. Für den Unterschied, den du gemacht hast in meinem Leben. Und er hat Ivan bedankt und Ivan hat mir den SMS gezeigt und hat gesagt, hey amigo, schau mal. Und ich dachte mir in dem Moment, wow, kein Geld könnte so eine SMS kaufen. Eine SMS kommt nur von jemandem, der Zeit und Liebe gehabt hat von einer Person, der sich interessiert hat und sagte, ich will dir helfen. Und jetzt Solomon leitet das Waisenhaus und hat Übersicht über hunderte Kirchen da. Und Ivan ist echt stolz auf ihn. Aber ich sage das, weil Jesus hat gesagt, wenn wir so leben, wenn wir unser Leben weggeben, hingeben für andere, dann die Frucht, die dadurch kommt, ist solche Frucht, das bleibt in dem Leben und durch das Leben von anderen. Wie wir letzte Woche gesagt haben, jemand hat einmal gesagt, Leben wird nicht daran gemessen, wie lange wir leben, sondern welchen Unterschied unser Leben macht. Können wir gute Freunde für anderen sein? So, wie sieht das denn aus, ein biblischer guter Freund zu sein? Die Bibel hat eigentlich viel zu sagen über das Thema Freundschaft. Wir schauen ein paar von diesen Merkmalen an. Erstens, es bedeutet Folgendes. Ich ermutige anderen. Ich bringe Ermutigung im Leben von jemandem anders. Sprüche 27, 17 sagt Folgendes. Eisen schärft Eisen. Ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Genau wie wir hier lesen, wir sollten wie Eisen zueinander sein und wir sollten einander schärfen. Leben zu leben. Ich treffe mit einigen Freunden von mir und die haben genau diesen Effekt in meinem Leben. Die machen mich schärfer. Die halten mich scharf. Normalerweise, weil die sprechen über solche Themen wie, hey Liam, was sagt Gott zu dir zurzeit? Was liest du in der Bibel? Wofür glaubst du? Wofür betest du? Hey, erzähl mir, was ist das, was Gott in deinem Leben zurzeit macht? Und wenn ich da sitze und antworte mit, eigentlich das letzte Mal, dass ich die Bibel gelesen habe, war am Weihnachten, dann das zeigt mir durch seine Fragen, ich bin doch nicht so scharf hier. Aber wenn jemand solche Fragen stellt und ich sage, hey, das ist, was ich lese, das ist, was ich gehört habe letzte Woche, und was sagt Gott zu dir? Und irgendwie zusammen, wir ermutigen einander. Wir bringen das Feuer so hoch ineinander. Oder wir sagen zueinander, ich bete für dich. Und wenn wir so zusammen sind, wir sind eigentlich gute Freunde zueinander. Und wir helfen einander, scharf zu bleiben, ermutigt zu bleiben, auf dieser Reise, heißt Jesus nachzufolgen. Aber wenn wir uns
wenn wir alleine sind und keine solchen Leute in unserem Leben haben, ist es sehr, sehr einfach für uns, wochenlang, monatelang zu gehen. Oh, ich weiß nicht, ich habe eigentlich nicht so viel gelesen, habe keine Zeit gehabt zum Beten. Aber wenn jemand da ist und sagt, hey, ich ermutige dich, ich halte dich scharf und du hältst mich scharf, unser Leben ist anders. Ein guter Freund macht sowas in unserem Leben und wir machen sowas für andere, wenn wir gute Freunde sind. Zweitens, es bedeutet für andere da zu sein, auch wenn es unbequem ist. Sprüche 17,17 sagt, ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Einige von euch sind Eltern. Und wer als Eltern, manchmal haben wir Kindersegnung. Und bei einer Kindersegnung-Zeremonie, wir sagen, die Eltern verpflichten sich, diesen Kind zu erziehen nach dem Weg Gottes. Und diesem Kind zu helfen, Gottes Weg zu gehen. Und eigentlich Jüngerschaft fängt zu Hause an. Aber dieses Beispiel, dieses Bild von Eltern und Kind ist hilfreich. Warum? Weil als Eltern, als Papa, ich habe nicht immer Bock. Es ist nicht immer eine gute Zeit für mich, meine Sachen zu lassen, um meinem Kind zu helfen. Aber was ich tue ist, weil ich weiß, dass dieses Kind braucht Hilfe im Leben. Und das ist meine Rolle. Und so ist es oft für uns. Oh, ich weiß, dass es gibt ein neuer Christ, der vielleicht braucht Hilfe, Jesus besser kennenzulernen, aber ich habe keine Zeit. Es ist nicht eine gute Zeit in meinem Leben dafür. So, nein. Aber als Eltern, ich kann einfach sagen, nein, sorry, mein Sohn, es ist keine gute Zeit in meinem Leben zur Zeit, dir zu helfen. Komm zurück in 5 Jahren, wenn ich alles in Ordnung habe. Das geht nicht. Leben hat einen Weg, dass es gibt nie die perfekte Zeit. So die Frage ist, kann ich ein guter Freund sein, der sagt, hey, genauso wie ich hier finde, ich werde mit dir sein. Ein Freund liebt zu jeder Zeit. Und als Bruder für die Not wird er geboren. Alle von uns brauchen Leute in unserem Leben, die uns ermutigen und helfen, die da für uns sind, in alle Saisons, durch alle Saisons. Genau wie du jemand brauchst, jemand braucht dich. Amen. Nummer 3. Wir finden Sprüche 27, Vers 6, dass es manchmal bedeutet, Leute herauszufordern, wenn sie in eine falsche Richtung gehen. Sprüche 27, Vers 6 sagt, Wunden, die ein Freund geschlagen hat, sind besser als Küsse von einem Feind. Wow. Okay. Manchmal, es geht so. Ich folge Jesus nach, ich will seinen Weg gehen. Ich weiß, was sein Wort sagt, aber weil wir alle Menschen sind, manchmal mögen wir diesen Weg nicht. Es geht gegen unsere Emotionen, Wünsche, Agenda, Plan, bla bla bla. So, wir entscheiden uns, ich gehe einen anderen Weg. Und wenn ich das sehe, wenn Jesus hat gesagt, hey, wir sollten Jünger machen und Leuten helfen, wir sollten gute Freunde zueinander sein. Wenn ich das sehe und merke, bin ich ein guter Freund zu dir, wenn ich nichts sage. Wenn ich sage, ja, es wird schlecht gehen, es ist nicht Gottes Weg, ich sehe das. Gott hat gesagt, rotes Licht, aber ich sage nichts. Ich sitze hier als Zuschauer in deinem Leben und ich sage nichts und wenn alles schief geht, ich werde dir sagen, ich hätte dir sagen können. Wirklich? Ist das ein guter Freund? Oder ist es besser, dass ich Mut habe
Liebe für dich habe, Leidenschaft für dich, alles zu sein, was Gott geplant hat für dein Leben, dass ich zu dir komme und sage, hey, bitte, ich will mit dir sprechen. Und ich weiß, was ich jetzt sage, klingt nicht so besonders wunderbar, aber ich muss es dir sagen. Ich will dir helfen, als dein Freund hier, Jesus nachzufolgen. Und ich komme mit der schwierigen Frage, hey, bist du sicher wirklich diese Richtung? Hey, bist du sicher wirklich in diese Richtung zu gehen? Hey, Gottes Wort sagt, das ist nicht der beste Weg und ich sehe, dass du auf dem Weg jetzt gehst. Bitte komm zurück. Bitte folge Jesus nach. Das ist, was es bedeutet. Es bedeutet, wir treffen uns für einen Kaffee oder wir treffen uns Gesicht zu Gesicht und sagen, hey, Jesus hat gesagt, wir sollten einander helfen, ihm nachzufolgen. Wir sollten Jüngerschaft hier in unserem Leben auswirken und ich will dir helfen. Und manchmal, ich brauche deine Fragen, manchmal, ich brauche deine Herausforderung, aber zusammen, wir helfen einander, auf dem Weg zu bleiben. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben und hat gesagt, jeder, der ein Haus baut, denkt darüber zuerst nach, ob er es leisten kann oder nicht, weil irgendwann die Rechnung kommt. Und er sagt, unser Leben ist wie ein Haus, das wir bauen. Und ich sage zu einigen Leuten, hey, eine Rechnung kommt irgendwann. Kannst du es leisten? Und zum Beispiel, wenn wir in nicht gute, biblische, richtige, gute Beziehungen sind, irgendwann später im Leben kommt die Rechnung. Die Rechnung heißt Kompromiss. Die Rechnung heißt, wir sind nicht einig im Glauben hier. Die Rechnung heißt, dein Leben geht in diese Richtung und meine in diese. Die Rechnung heißt, ich komme nicht mehr zur Kirche. Die Rechnung heißt, ich kann nicht meine Bestimmung auswirken, wie Gott geplant hat. Aber ganz am Anfang, ich folgte meine Emotionen nach, nicht Gottes Wort. Und glaub mir, manchmal wir brauchen im Leben eine ehrliche Stimme, die reinkommt und uns ermutigt, Gottes Weg zu gehen. Und in dem Moment, das tut weh manchmal. In dem Moment ist es genau, was die Bibel sagt. Wunden. Und wie kannst du mir sowas sagen, wenn du mich lieben würdest, hey, es ist, weil wir einander lieb haben. Manchmal solche Gespräche sind nötig mit der Motivation, einander zu ermutigen, nach Gottes Weg zu gehen. Timotheus hatte so eine Ermutigung von Paulus, auch in einer positiven Richtung. Und er hat ihm gesagt, hey Timotheus, es gibt eine Gabe von Gott in dir und du verwendest das nicht. Es ist auf dem Regal in deinem Leben. Was tust du damit? Hey, come on. Gott hat was für dich. Verwende diese Gabe. Gott hat dich so begabt. Lass es nicht auf dem Regal. Und er war ein guter Freund zu ihm. Ich helfe dir zu sehen, was in deinem Leben ist und ich bringe eine Ermutigung und Herausforderung, dir zu helfen, weiter mit Gott zu gehen. Wir brauchen solche Leute in unserem Leben und wir sollten auch so eine Person sein zu anderen. Dann viertens, es bedeutet anderen bei großen Fragen zu helfen. Alle von uns im Leben haben Entscheidungen zu treffen. Und ein guter Freund zu sein, wir finden hier in Sprüche 27, Vers 9, sagt der ehrliche Rat eines Freundes ist so angenehm wie Öl oder Weihrauch. Und wenn wir einen Freund haben, das selber oder die selber Jesus nachfolgt und sagt, hey, lass mich dir helfen, in diese Entscheidung Gottes Weg zu gehen. Das bedeutet, wir finden einander, Zeit miteinander und wir sprechen miteinander über Gottes Weisheit, über was Gottes Wort hier sagt. Oder vielleicht, hey, in meiner Geschichte, ich habe gefunden, dass Gott mir so geholfen hat, vielleicht das hilft dir und mein Leben hilft deinem Leben und wir helfen einander hier. Und in einer Kirche, das ist das perfekte Setting, einander zu finden.
glaub mir, alle von uns gehen durch ähnliche Situationen. Nicht immer das Gleiche, ganz klar nicht, aber es gibt Ähnlichkeiten. Alle von uns sind Menschen. Es gibt nicht so viele große Unterschiede. Und wir können Hilfe finden. Vielleicht, wenn du ein junges Ehepaar bist und du findest Ehe schwierig. Manchmal ist es. Aber 2 Minuten mit jemandem, der 50 Jahre lang verheiratet ist und kann dir sagen, hey, wir waren genau in deinem Platz, wo ihr jetzt seid, aber wir kamen durch und das hat uns geholfen. Oh, ich bin so dankbar für dieses Gespräch. Danke, dass du in meinem Leben bist. Das ist Jüngerschaft. Wir können einander helfen. Manchmal, es kommt nur durch die richtigen Fragen zu stellen. Aber das ist, was es bedeutet, einander zu finden, zu helfen im Leben. Wir kommen zu unser letztes Beispiel. Es gibt ein Buch in der Bibel heißt namens Daniel. Und Daniel war ein Mann und er fand sich in Babylon. Und Babylon ist geografisch eigentlich, wo Irak jetzt ist in unserer Welt. Und Babylon war Party. Wirklich alles war da los. Und er fand sich da als ein junger Christ. Es war nicht einfach für ihn. Viele Versuchungen, viele andere Wege zu gehen, viele Optionen, genau wie jetzt, genau wie die Welt, wo wir uns jetzt finden. Aber weißt du, was ich finde, wenn ich diese Geschichte lese? Gott hat ihm gute Freunde gegeben. Er war nicht alleine und du bist nicht alleine. Und wir finden 3 besondere Freunde mit den Namen Hananiah, Mischael und Azariah. Und in der Bibel, die Namen hatten so oft Bedeutungen. Genau wie heute, Namen haben Bedeutungen. Und hier ist, was wir finden, was diese Namen bedeuten. Hananiah bedeutet, der Herr zeigt Gnade. Mischael bedeutet, wer ist wie Gott? Und Azariah bedeutet, der Herr hilft. So jeden Tag im alltäglichen Leben, als Daniel für Gott leben wollte, Gott wusste, er würde gute Freunde brauchen in seinem Leben. Und jedes Mal in einer schwierigen Situation, bei Versuchung oder einfach bei Entscheidungen, gehe ich diesen Weg, in der Mitte vom Leben, in diesem Ort heißt Babylon, er hatte 3 Freunde mit ihm. Mit täglichen Erinnerungen wie, der Herr zeigt Gnade. Hey Daniel, ich weiß, dass es ziemlich tough zur Zeit ist. Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, aber hier ist eine Erinnerung in deinem Leben durch dein guter Freund Hananiah. Der Herr zeigt Gnade. Du schaffst das mit Gott. Du kommst durch mit Gott. Gott ist genug für dich. Gottes Gnade reicht. Und manchmal das ist, was wir voneinander hören müssen. Wir brauchen einen guten Freund in dem Kaffeehaus gegenüber von uns, der Zeit mit uns nimmt, der Zeit für uns nimmt und sagt, hey, Gottes Gnade reicht. Und wir sagen, oh, danke dafür. Ich bin sehr dankbar, das zu hören von dir. Er hat auch Mischael. Wer ist wie Gott? Hey, ich sitze mit Leuten und die erzählen mir über ihre Pläne und was die machen werden. Und ich weiß nicht, ob ich Gott vertrauen kann, so ich mache alles selber. Hey, ich habe sowas getan. Und ich saß im Büro von meinem Pastor und er hat mir eine Herausforderung gegeben und sagte, hey, Liam, Gott hat das beste Plan für dein Leben. Geh seinen Weg. Und ich bin so dankbar für dieses Gespräch. Es hat mein Leben für alle Zeit verändert in dem positiven Sinne. Weil jemand mir gesagt hat, wer ist wie Gott? Was kann jemand anders dir anbieten, das besser ist als Gottes Plan? Und weißt du was, wir brauchen solche Ermutigung. Wir brauchen ehrliche, gute Freunde, die genau sowas zu uns manchmal sagen. Hey, vertraue auf Gott. Er hat doch das Beste. Geh seinen Weg, es funktioniert doch. Und Leben zu Leben, Eisen zu Eisen, Mensch zu Mensch.
Wir helfen einander, Jesus nachzufolgen und seinen Weg zu gehen mit solch einer Ermutigung. Hey, wer ist wie Gott? Was kann diese Welt dir geben, das Bessere ist, als was Gott dir geben kann? Komm, glaube Gott für das Beste. Und das Letzte, Asaria, der Herr hilft. Oh, meine Güte, Lea, mein Leben ist schwierig zur Zeit. Ich weiß nicht, wie ich durchkomme. Daniel, oh Mensch, ich habe so viele Probleme. Ich war in dem Löwengrube. Meine Güte, er hatte Probleme. Er hatte schwierige Entscheidungen zu treffen. Er war eigentlich Bundeskanzler. Das kommt mit Stress. Es war nicht immer einfach. Aber da war sein Freund, Asaria, jeden Tag mit der Erinnerung, der Herr hilft. Und wir finden einander und wir sollten voneinander solch eine Stimme finden. Und wir ermutigen einander in alltäglichen Situationen, hey, ich helfe dir, nach Jesus nachzufolgen, weil der Herr hilft dir, du kommst durch. Das ist, was die Bibel bedeutet durch Jüngerschaft. Sei gute Freunde zueinander. Auf dieser Reise heißt Leben. Hilfe einander, ermutige einander, herausfordern einander. Sei eine Erinnerung zueinander. Teile Weisheit miteinander und alles, was wir gesagt haben. Kannst du das machen? Kann ich das machen? Ich glaube schon. Amen. Hey, es kann sein, dass du anschaust und du denkst, hey, du sprichst von einer Beziehung mit Gott, die ich gar nicht habe. Heute kann das sich ändern. Du kannst eine Beziehung mit Gott jetzt anfangen. Wir wollen dir damit helfen. Jetzt auf dem Bildschirm bei Church Online kommt eine Taste und es sagt, ich will mein Leben Jesus geben. Klick auf die Taste und dann bitte auf Gebet auch danach klicken und dann bist du in Kontakt mit einem von uns und wir beten für dich ganz, ganz gerne und wir helfen dir weiter. Wenn du später schaust auf YouTube, dann unter dem Bild, da gibt es einen Link, du kannst darauf klicken und wir helfen dir auch gerne weiter. Jesus Christus als Herr, als Retter zu finden und dein Leben fängt von ein ganz neues Abenteuer an und wir würden dir gerne helfen. Sei dabei bei Church Online nächste Woche und Gottes Segen. Ciao. Hi, Pastor Liam hier. Danke fürs Anschauen. Ich hoffe, dass dieses Wort dir geholfen und dich gesegnet hat. Wenn ja, bitte teile das Link auf Social Media, so dass es jemandem anders auch helfen kann. Wenn du eine finanzielle Spende geben möchtest, du kannst das so machen per QR-Code hier oder einfach auf den Link klicken in der Beschreibung. Wir würden gerne von dir hören und wir freuen uns auf Kontakt. Und wie du das machen kannst, wird gleich eingeblendet und wir freuen uns wirklich von dir zu hören. Bleib gesegnet, bleib gesund und wir sehen uns. Gottes Segen. Ciao.